Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Achtelfinalspieltag der Soccercoin-Europameisterschaft 2020. Heute darf ich wieder begrüßen im Studio René Hobeck. Hallo. Grüß Gott, servus, hallo Marcel. Ja, wie man sehen kann, ist, glaube ich, heute ein Spieltag mit Österreich. An dir erkennt man es, glaube ich, wie Das erste irgendwie. Indiz, glaube ich, ja. Könnte sein. Könnte sein. Schauen wir mal, ob das so ist. Hoffentlich folgen noch viele weitere Spieltage, wo ich das Dress anziehen darf. Schauen wir mal. Der letzte Spieltag des Achtelfinale ist ausgegangen mit zwei tollen Partien. Ausgeschieden sind Nordirland und die Schweiz. Fazit dazu? Mein Fazit. Schweiz. Bei mir da herum. Dankeschön. So, ne? Ja, zwei Länder verlassen wieder unseren schönen Blumentopf. So ist es, ja. Also warum habe ich die jetzt auch so schnell rausgezogen? Da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Die Schweiz noch einmal hat mich auch in der Gruppenphase noch nicht überzeugt. Russland um das Ötztal besser. Und auf der anderen Seite ist Italien gegen Nordirland. Ja, es war zwar sehr witzig, das Elfmeterschießen anzusehen. Der Sieger ist, glaube ich, verdient. Punkt. Dann kommen wir zum heutigen Achtelfinalspieltag. Wieder zwei Partien heute zu analysieren für uns zwei. Das erste ist Österreich gegen Polen, deine Mannschaft, dein Europameister, der Favorit zum Titel. So ist es, und das selbstverständlich. zweite Achtelfinale, das wir heute am Programm haben, ist Belgien gegen Tschechien. Also da ist, glaube ich, der Favorit ganz klar. Rollenverteilung ganz klar in dieser Partie, definitiv. Die Roten Teufel werden meiner Meinung nach bis ins Finale vordringen können. Das heißt, auch heute gehe ich von einem Sieg aus. Könnte gegen die Tschechen etwas spannender werden. Vielleicht kassieren sie auch ein Gegentor. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass sie sich klar durchsetzen werden. Ja, dann schauen wir uns die erste Partie Österreich gegen Polen gleich an. Da schauen wir rein in den hoffentlich Sieg der Österreicher. Große Aufgabe natürlich heute von Dragovic und Hinteregger, den Lewandowski zu verteidigen. Levergoal zu verteidigen, vollkommen richtig. Aber das traue ich den beiden schon zu. Die Ja, sind schauen beide wir auch uns keine die Kinder von Traurigkeit. Österreich-Aufstellung an. Ein 4-2-3-1, wie schon im anderen Achtelfinale Ja, schon ja, gesehen. Ja, gefällt mir gut. Das ist meine Lieblingsaufstellung eigentlich bei den Österreichern. 2 Sechser zur Absicherung, Alaba, Sabitzer, Lazaro. Zehner auf alle Fälle und Anatovic alleiniger Stürmer, ganz klar. Ja, und das ist die Aufstellung der Polen, genau die gleiche. Es könnte interessant werden mit den Aufstellungen, vielleicht irgendwie umstellen während des Spiels, wenn es nicht Gut möglich, läuft. ja, gut möglich. Diese Aufstellung bietet sich oft an, aus dem 4-2-3-1 ein 4-3-3 zu machen, ein bisschen mehr richtig. flügellastiger. Das kann ich mir bei den Österreichern sehr gut vorstellen, mit Lazaro, Sabitzer auf den Flügeln. Na, starten wir rein in die Partie. Österreich fängt an mit dem Achtelfinale hier. Und da kommen sie Sie auch schon. fangen gleich an mit dem Anatovic, da ist Tor, das 1 1 für Österreich. Alle, 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 alle. Schneller Start der Österreicher im Achtelfinale Sehr gegen gut. die Polen. Ein Schön gesehen, Tor. tolle Flanke und dann noch der Kopfball gut platziert von Anatovic. Wer nicht, wenn nicht Arnautogoal. Ja, keine Chance von Tormann. Schöner Kopfball. Ja, zu Wuchtiger wuchtig Kopfball. einfach, die Distanz zu kurz, da kriegt er seine Hände nicht mehr rechtzeitig in die Luft, in die Höhe und kann den Ball somit nicht mehr abwehren. 1:0 für Österreich. Fängt gut an für das Titelrennen hier für die Österreicher. Ja. Ja, der Sieger dieser Partie wird im Viertelfinale gegen Russland spielen, vom Turnierbaum her. Also geht's das gleich heißt, weiter, auf Leimer. Österreich wartet Russland. Schwieriger Gegner, wie gesagt. Also ich habe die Russen auch schon über die Schweizer gestellt, deswegen schwierig, aber machbar. Und jetzt fängt Polen an, mal nach vorne zu spielen. Österreich muss hinten jetzt gut aufpassen mit einer Führung. Vor allem bei den hohen Bällen. Aber noch einmal, Hinteregger, Dragovic, die werden den Levergoal schon in die Zange nehmen. Ja, zweite Da Hälfte, kommen sie auch jetzt schön in kommt der Mitte sehr Lewandowski. frei. kriegt den Ball nicht in die Mitte hinein. Und jetzt wieder Österreich. Grilic auf Anatovic. Schuss. Schießt nicht schön, nochmal aufgelegt. Oh, servus, die Spielfreude, die Österreicher. Aber ein bisschen Und zu jetzt kommt umständlich. Polen, der Ebenfalls Lewandowski. zu umständlich, ja. Der muss er gleich abschließen. und nicht nochmal Definitiv, rüber da darf er querlegen. nicht zu Levergoal rüberlegen. Und jetzt Lazaro, Flanke wieder von Anatovic mit dem Boah! Fußball.
Der will es halt unbedingt wissen, der ist heiß. Wieder Arnautovic mit der Chance. Flugkopfball, sehr schön. Macht er auf Robin van Persie von damals. Das Delfin-Video. Ja, das Freistoß für Polen. In den letzten Minuten ist vielleicht die letzte Standardsituation hier für die Polen. Wird aber nichts draus. Österreich sollte das hier Schiri, Badeschluss. erledigt haben. Ja, da beide sind den wir Daumen schon. hoch. Na, aber es gibt noch den Eckball. Nix da. Letzte Nix. Chance für Polen. Na. Noch ein Schuss. Nein, war nix nix. da. Und das war's. Österreich steht im Viertelfinale. Ich hab's gesagt. Ja, Österreich kommt bis ins Viertelfinale. Deiner Meinung nach ja Europameister. Ja. Ich hätte nicht geglaubt, dass Österreich so weit schaffen wird. Aber sie haben es so weit geschafft gegen Polen. Ich hätte mir mehr Tore vorgestellt auf alle Fälle in dieser Partie. Von Polen etwas zu wenig gekommen heute. Das ist richtig, aber auch das haben wir schon in der Gruppenphase gesehen. Lewandowski hat, glaube ich, in der ersten Partie 2 Tore geschossen, danach war es. Ich glaube schon, ja. Ja, So. also von dem her, das ist immer das Problem, wenn man von einem Spieler abhängig ist. Ja, Ganz und das klar. sind die Polen leider immer mehr. Ja, Błaszczykowski und Co. sind nicht mehr in der Form, die sie mal waren. Ja. Wenn überhaupt noch nicht einmal mehr im Kader vielleicht. Du hast nur noch wirklich Sturmspitze Lewandowski vorne. Das ist zu wenig. Und die Österreicher kommen jetzt immer mehr schon die letzten Jahre, vor allem unter Franco Foda, der immer mehr Junge auch mit reinnimmt, als Team auf den Platz. Ja, klar, Arnautovic, Alaba hebt man ein bisschen hervor, aber du hast einfach dahinter jetzt mit Sabitzer, Lazaro, Leimer, alle deutsche Liga, die sind auf einem guten Niveau. Das passt, das hat man Klar, heute Lazaro jetzt schon in der Premier League. gesehen. Lazaro mittlerweile auch Hat in sich der gut Premier League, entwickelt, genauso die ist es. Arnautovic nach China gewechselt. Also die entwickeln sich alle sehr gut weiter, die Österreicher. Letzteres, Arnautovic nach China ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Karrieresprung, aber wir alle wissen, wo er davor gespielt hat und was er kann. Richtig. Na, dann kommen wir zur nächsten Achtelfinalbegegnung, Belgien gegen Tschechien. Wie gesagt, da haben wir einen Favoriten auf den Titel auf alle Fälle mit drinnen. Wer glaubst du, glaubst du, kann sich Tschechien trotzdem durchsetzen gegen Belgien? Bei allem Respekt den Tschechen gegenüber, ich gehe mit einem 2-0, 3-0 für Belgien. Ja, was man dazu sagen muss, zu Tschechien sind als Gruppendritter weitergekommen. Also Lucky Loser. Lucky Loser, genau, auch wieder mit 3 Punkten. Das war die England-Gruppe. Gegen England haben sie 1:0 gewinnen können in der Gruppe. Heißt leider nicht viel, wenn England mit einem Punkt, 0 Einem Punkte, Punkt, einem richtig, Punkt mit einem ausgeschieden Punkt, ganz ist. genau. Ist das leider Gottes. Normalerweise würde ich sagen, ja, die Sensation schlechthin, toll. Bei dieser eben leider nicht. Dann starten wir in die Partie Belgien gegen Tschechien rein. Schauen wir mal, ob Lukaku vielleicht noch ein Handtor oder sowas parat hat. Noch eines? Noch eines. Dann wäre es aber auffällig. Nächste Partie, ja. Belgien, Tschechien. Ja, ganz klar Belgien, der Favorit aufs Weiterkommen hier in dieser Partie. Aber Tschechien, Gibt es Aufstellungsänderungen? Die 3-4-2-1. Dreierkette bei den Belgiern, aber sie könnten leicht auf die Fünferkette umstellen. Werden sie, glaube ich, tunlichst vermeiden. Hazard und Meunier, die werden nicht unbedingt so viel nach hinten arbeiten. Ja, dann nochmal Hazard und Mertens vorne und ganz unser Star Lukaku mit dem spektakulärsten Tor bis jetzt der Europameisterschaft. Jetzt sehen wir die Aufstellung der Tschechen. 4-2-3-1, schon öfters jetzt gesehen. Ja, es ist eine flexible Aufstellung. Also ich muss sagen, mir persönlich auch meine Lieblingsaufstellung. Ja. Der Rieder schon mit einem Tor bei den Tschechen. Der könnte vielleicht wieder erfolgreich sein. Zuschlagen, ja, schauen wir mal. Muss gegen die Belgien Belgier. aufpassen. Aber Belgien fängt hier direkt an in der 6. Spielminute mit einer Flanke. Der Tormann auch unsicher, der war komplett alleine, hätte er Ja. fangen müssen. Und jetzt wieder Belgien, Pass auf Schöner Mertens Pass. auf das Außennetz. Ich wollte Gute schon erste sagen, Chance. das 1:0. Freistoß Tschechien hier. Und Courtois passt auf hinten auf alle Fälle. War auch nicht allzu gefährlich hier. Nicht unbedingt. Und muss Tschechien er- macht weiter. Mit der nächsten Flanke in die Mitte. Kopfball. Nicht gut getroffen. Ja, Kopfball. nicht ja, aber Hätte es gefährlicher war ausgehen sehr können. gefährlich. Ja. Kommt er vor dem Verteidiger im Fünfer quasi oder am Fünfer an den Kopfball. Wieder Tschechien. Und dann No. spielen die Tschechen mehr. Nächste gute Chance für Tschechien. Schwer zu schießen auf alle Fälle. Definitiv, ja. Aber Kompany passt da hinten gut auf.
Tor. Jetzt sehen wir die Ecke für Belgien von De Bruyne. Bringt nichts an. Nichts. Was für Mertens auf der Seite jetzt die Flanke. Lukaku wartet. Ja, also da war noch nicht viel zu sehen. 30. Minute, jetzt Tschechien kommen ist wieder bis die jetzt Tschechen. weiter nach vorne gekommen als die Belgier. Wahnsinn, Nächste das- Chance. Ich kann mir vorstellen, das Kompany. Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Tschechen eventuell einen Geschwindigkeitsvorteil gegen einen Vertongen und Kompanie, die doch in die Jahre gekommen sind, unter Anführungszeichen, aber sicherlich nicht mehr die Spritzigkeit haben, dass sie da vielleicht Geschwindigkeitsvorteile haben und deswegen so oft vom Tor der Belgier auftauchen können. Wieder De Bruyne mit der Ecke. Wieder gut aufgepasst vom Torhüter. Und jetzt fängt Belgien an. Mertens, Abseits, nein. Flanke auf De Bruyne. Oh, kein schlechter Kopfball auf jeden Fall. Ja, er hat auch bei dieser EM schon mit dem Kopf getroffen. Das kann Wieder er. Tschechien in der ersten Spiel. Oh. Der war jetzt schon ganz, ganz gefährlich. Jetzt wird es interessanter. Also es geht auf beiden Seiten ordentlich zu auf jeden Fall. Keine fade Partie auf jeden Fall. Es wäre wieder der Rieder gewesen und da taucht Courtois aber wirklich, da Sehr muss er gut sich runter. ganz lang machen. Ganz richtig, ja. Und wir sind jetzt in der zweiten Hälfte. Aber jetzt Belgien. Lukaku in der Mitte. Wieder Lukaku gesucht, aber nicht gefunden. Wieder Tschechien. Der Rieder schön abgespielt auf Kral, leider abseits. Aus der Sicht der Tschechen, ja, aber ganz klar, klares, ganz klar. klares Abseits hier zu sehen. Kompanie gut rausgerückt noch. Und jetzt Tschechien, mit der nächsten Flanke wieder gut aufgepasst. Da war jetzt der Fehlpass und jetzt De Bruyne. Kann er besser die Distanz Definitiv, definitiv. So, aber jetzt kommt Jetzt in einmal der die Mitte Belgier. ganz allein De Bruyne und Das den muss muss er er jetzt machen. Den macht er aber nicht. Was ist hier los? Fangen die Belgier an Komplett zu zittern? ganz alleine. Schöner Pass, den Ball kann er sich annehmen und Den dann kann er aussuchen, aussuchen. links, rechts, Richtig. oben, unten. Aber nimmt den direkt und schießt ihn mittig. Also das war ganz schlecht. Sieht man nicht so oft von De Bruyne. Na, so bleiben die Tschechen im Spiel und probieren es weiter. Wir sind 72. Minute, In der 73. Schlussphase, die letzten paar Minuten, wieder Tschechien, Oh. Courtois. Tschechien Belgier gut dabei, aber jetzt zittern. Belgien, Hazard, der ist schnell über die Außen auf jeden Fall. Lukaku ging alleine in der Mitte. Hazard, Jetzt kommen die schön Mitspieler durchgesetzt, nach. zurückgelegt auf De Bruyne, wieder Wieder. abgeblockt. Belgien 80. wieder Minute. über den Flügel. Gut, jetzt wollen sie es aber klar Jetzt machen, die werden die Belgier. Tschechen wahrscheinlich etwas müder sein schon Ja, in den ja, letzten ja, 10 ja, Minuten. Wieder Lukaku. Da das ist 1:0. es. Na, Batshuayi. Batshuayi. Ja, Lukaku schon ausgewechselt, okay. anscheinend, ja. Und Batshuayi ist hier in die Partie gekommen. Ja, was soll man sagen? Verdient, weiß ich jetzt nicht. Man hat eigentlich viel die Tschechen spielen sehen, aber da zeigt sich dann halt die Klasse, dass man auch wenn es Batshuayi brenzlig wird. Auf jeden Fall gut im Rückraum, freigerannt. Und dann macht er den eiskalt. Noch nichts gesehen von Batshuayi bis jetzt. Also ein guter Joker auf jeden Fall. Auf jeden Fall, macht das Tor und ich traue mich fast schon zu sagen, schießt Belgien in die nächste Runde. Tschechen Tschechien haben gut es gespielt auf alle probiert, Fälle. ja, aber Jetzt ist Belgien doch schon in der Schlussphase überlegen. Mertens, definitiv. De Bruyne wieder schön gespielt. Sucht Mertens in der Mitte wieder, aber wieder gut aufgepasst und es sollte es gewesen sein für die Tschechen hier. Aus ist es, ja. Belgien ist die vierte Mannschaft, die sich qualifiziert fürs Viertelfinale. Gute Partie von Tschechien auf alle Fälle. Ja, haben sich gut verkauft, machen Werbung für ihren Fußball, für ihr Land. Für den neutralen Zuschauer, glaube ich, ist es aber trotzdem besser, dass die Belgier weiterkommen, weil hier einfach dann auch in den nächsten Runden mehr zu erwarten sein wird. Richtig. Das war der Spieltag, der nächste von Achtelfinale, zweite Achtelfinalspieltag. Wir schalten uns nochmal kurz rüber in unser Studio zu Herbert Brausker, der gibt die Analysen zu diesen zwei Partien ab. Ja, da sind wir wieder im Prohaska-Studio. Zweiter Tag, Achtelfinale. Sehr schön natürlich der Sieg von Österreich gegen Polen. Völlig verdient, meiner Meinung nach. Was uns natürlich geholfen hat, war das schnelle Tor von Arnautovic. Das hat der Mannschaft dann wirklich die nötige Ruhe gegeben. Ich finde, dass wir spielerisch das bessere Team waren, auch die Torchancen hatten. Und dann am Schluss natürlich haben die Polen alles versucht. Da war es vielleicht ein bisschen noch eng, aber alles in allem ein total verdienter Sieg für Österreich. Und wir freuen uns natürlich alle, es ist überhaupt keine Frage, freuen uns schon für die Österreicher im Viertelfinale. Das zweite Spiel Belgien-Tschechien war auf Augenhöhe. Beide Mannschaften, die Tschechen hatten genauso ihre Chancen wie die Belgier, obwohl vielleicht die Belgier früher hätten in Führung gehen müssen.
So mussten sie ein bisschen lange warten, bis dann der eingewechselte Batshuayi dieses Tor erzielt hat. Belgien ist natürlich noch immer diese Nation, man spricht in Belgien immer von der goldenen Generation. Es würde jetzt wirklich schon einmal Zeit sein für die Belgier, dass sie vielleicht einen Titel holen. Nachdem sie jetzt auch im Viertelfinale stehen, ist das natürlich noch immer möglich, obwohl mir Österreich vielleicht lieber wäre als Europameister, aber sind wir jetzt nicht unbescheiden. Österreich im Viertelfinale ist für unser kleines Land eine Top-Sensation und diese Mannschaft hat sich das aber auch verdient. Was kann man noch dazu sagen zu der Achtelfinale? Natürlich, es sind nicht sehr viele Tore gefallen, was aber an und für sich leicht erklärbar ist. Es ist bei jedem Großereignis sind die Gruppenspiele offener, weil es natürlich da die Möglichkeit gibt, einen Fehler auszubessern. Wenn du ein Spiel verlierst, hast du noch immer 2 Spiele zur Verfügung. Im Achtelfinale oder in der K.O.-Phase natürlich geht das nicht mehr. Da darfst du dir keinen Fehler erlauben, denn wenn du nämlich verlierst, bist du ausgeschieden. Und deswegen wird sicher defensiver und vorsichtiger gespielt, aber die Qualität der Spieler ist trotzdem sehr hoch. Und deswegen freuen wir uns schon auf die nächsten Spiele im Achtelfinale. In diesem Sinne gebe ich jetzt zurück ins Soccercoin TV Studio. Alles Gute. Vielen Dank, Herbert, für deine Analyse. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Achtelfinalpartien. Die nächsten Achtelfinalpartien sind Irland gegen die Türkei und Portugal gegen Dänemark. Werden wahrscheinlich interessante Spiele zu sehen sein. Hoffe ich doch. Am nächsten Spieltag. Ja, und wir beide dürfen Ihnen jetzt noch eine gute Nacht wünschen.